Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut. Und bevor wir in das Video einsteigen zum Thema Türkei, Auswandern, Ikamet-Probleme, Abzocke und mehr, möchte ich aber hier nochmal einen ganz kurzen Hinweis geben in Bezug auf das gestrige Video, wo ich am Anfang gefragt habe, in Bezug auf Interviews. Einige haben geschrieben, keine Interviews machen, denn es kann natürlich sehr negativ oder auch sehr positives, in dem Fall nur einseitige Berichterstattung folgen. Nein, das möchte ich natürlich nicht. Es soll ein Austausch stattfinden mit gewissen Menschen und es soll vor allen Dingen einen Mehrwert bringen für dich, für deine Familie und nicht nur zum Thema Ländervergleich, was nämlich auch anstehen wird demnächst mit zum Beispiel gewissen EU-Ländern, mit der Türkei und aber auch mit anderen Nicht-EU-Ländern, aber eben auch, dass man gewisse Gesundheitsthemen oder auch vielleicht, man könnte sagen, vorsichtig ausgedrückt, gewisse politische Themen auch mal anspricht, beziehungsweise auch einfach mal zur jetzigen Situation in der Türkei, zur jetzigen Situation in Deutschland aktuell ansprichst. Wie ist die Lage? Wie ist dein persönliches Gefühl mit dem Gesprächspartner? Erzähl mal was aus Deutschland. Und vielleicht hast du ja sogar Interesse, vielleicht hast du ja sogar auch einen YouTube-Kanal und suchst einen Gesprächspartner oder möchtest natürlich auch hier mit mir mal in den Austausch gehen. Da kannst du mir einfach eine persönliche Nachricht schreiben und ich freue mich, wenn ich da mit dir in den Austausch gehen kann. Also dementsprechend seid gespannt und bleibt unbedingt dran. Lasst hier schon mal dem Video einen Daumen nach oben da. Gerne kannst du jetzt schon mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du auch kein Video mehr verpasst für so schöne Sonnenuntergänge. Mega, mega krass sieht das aus. Also wirklich Türkei, wunderschön, landschaftlich, richtig toll, super cool. Aber es gibt natürlich auch Negatives zu berichten. Und bevor ich das ein oder andere nochmal ansprechen muss, weil es auch eine Warnung ist für dich, für deine Familie oder auch für deine Freunde, die eventuell mit den Gedanken spielen, ins Ausland zu gehen und speziell auch in die Türkei, wobei nicht nur die Türkei das abzieht, sondern eben auch viele andere Länder auf diesem Planeten. Möchte ich jetzt hier dir ganz klar bewusst machen, dass du im Ausland als Ausländer, auch als Deutsch-Türke in der Türkei, höchstwahrscheinlich immer den kürzeren ziehen wirst. Du sprichst die Sprache nicht, höchstwahrscheinlich. Du kannst die Sprache nicht lesen. Du bist zwar vertragsfähig mit einem Aufenthaltstitel, mit der Ikamet, aber das Kleingedruckte, wie auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern natürlich, liest sich ja sowieso kaum einer durch. Ein kleines Beispiel nur am Rande, was jetzt keine große finanzielle Auswirkungen hat. Beispiel, du machst jetzt einen Vertrag für 12 Monate oder 18 Monate, einen Telefon-Internet-Vertrag. Und das machst du, damit du den Vertrag, den Preis fixierst. Das bedeutet, der wird nicht mehr, aber auch nicht weniger. Obwohl die türkische Lira auch höchstwahrscheinlich fallen wird. Was natürlich in dem Fall jetzt gut ist, weil wenn ich jetzt einen 18 Monate Vertrag mache, dann heißt das, ich zahle jetzt zum Beispiel bei mir akut, jetzt gerade aktuell, ca. 900 türkische Lira für Festnetzanschluss bei mir zu Hause, TV-Bu, also Fernsehen, Internetfernsehen, und ich habe eine 1000 Mbit Leitung, also die stärkste, die es jetzt hier so gibt aktuell, und für 18 Monate habe ich die jetzt gesichert. Und ich habe jemanden, der hat das auch gemacht und da wurde ihm gesagt, weil er auch gefragt hat, wenn er nach 6 Monaten das Land verlässt, weil er kein Ikamet bekommt oder weil er vielleicht das Land auch freiwillig verlassen möchte, das kann es ja auch geben, ja. Was passiert mit dem Vertrag? Da wurde gesagt, ja, dann kann man den kündigen. Das wird dann zum Ablauf quasi fertig sein, also nach den 18 Monaten. Aber bis dato kannst du ihn auch stilllegen lassen, zahlst aber dann trotzdem 60 Tele, also umgerechnet 2 Euro für das Stilllegen. Ja. Aber jetzt war das der Fall, der konkrete Fall. Und es sind nicht 60 Tele, sondern 100 Tele. Also jetzt nichts Weltbewegendes, aber das meine ich, die können dir alles auf Deutsch andrehen. Oder natürlich auch Beispiel, ein akutes Beispiel auch, was extremere Auswirkungen hat, vor allen Dingen auch finanzielle Auswirkungen, ist die Privatschulen. Die Privatschulen, ihr wisst es, ich habe darüber schon öfters Videos gemacht, sie sind schon relativ teuer und sie werden höchstwahrscheinlich noch teurer werden. Und natürlich ist das auch immer natürlich eine Art Luxusgut und niemand ist verpflichtet, in eine Privatschule zu gehen. Und wir waren die ganze Zeit in einer Privatschule und hatten uns ja auch bei der Bahçeşehir-Schule hier, das ist eine renommierte Schule in der Türkei, international auch, wurde uns zumindest gesagt, anerkannt.
Und hier die Schulkosten waren schon dementsprechend hoch. Das waren 246.000 türkische Lire, circa 7.500 Dollar oder Euro waren das. Zu dem Zeitpunkt im Mai ungefähr. Und da wurde uns dann noch gesagt, da kommen dann halt noch so Uniformkosten und Bücherkosten auf uns zu. Okay, da kann man vom Preis jetzt schätzen, was man da will, wurde jetzt aber nicht konkret beantwortet. Und dann war es soweit, dass dann eine SMS kam und dann hieß es, jetzt nochmal 45.000 türkische Lira bezahlen für Bücher und das war krass. Das bedeutet ca. 1.400, 1.300 Euro nochmal extra für Bücher zahlen. Und das muss wirklich nicht sein. Und das ist das Krasse. Man konnte keine gebrauchten Bücher kaufen, weil die gibt's ja vom vorherigen Schuljahr. Man konnte die auch nicht runterhandeln oder sonst was. Und da haben wir dann für uns einfach pauschal erkannt, okay, das hat dann nichts mehr mit Schulbücherkosten zu tun. Für mich persönlich ist das dann einfach mal eine reine Abzocke. So, für mich persönlich, ja, kann jeder meinen und deuten, wie er will, ja. Abgesehen davon werden die Schulkosten sicherlich noch weiter steigen in den nächsten Jahren und irgendwann reicht es auch bei mir persönlich, ja. Es ist ja nicht so, dass wir mit einem Goldesel hier rumlaufen, aber das große Problem ist, als Ausländer in der Türkei oder auch sonst wo, in Paraguay, als wir waren, wirst du so angeschaut und so wirst du auch beurteilt. Ah, da kommen die Europäer, die haben alle Multimillionen auf dem Konto und mit denen kann ich es einfach machen. Und die können dir dementsprechend alles andrehen und alles verkaufen. Auch wenn ich weiß, dass es auch Einheimische gibt, die auch so viel jetzt aktuell für die Bücher bezahlt haben. Aber wie auch in Deutschland gibt es halt sehr wohlhabende Menschen, dann so eine normale Mittelschicht und dann gibt es halt die Menschen, die halt sich keine Privatschule leisten wollen oder können. Es ist ja auch okay, ja. Aber ich finde es halt krass. Und dann haben wir vorab auch schon gefragt, bevor wir das bezahlt haben, was ist denn überhaupt, wenn wir keine ICAMED bekommen, wenn wir das Land verlassen müssen? Was ist mit dem Geld, was wir ja jetzt im Voraus zahlen mussten, weil wir keine türkische Kreditkarte bekommen, weil wir Ausländer sind und dementsprechend mussten wir das alles in einer Einmalzahlung begleichen. Und dann hieß es, ja, ihr bekommt dann 10% abgezogen von dem Telepreis und das wird dann innerhalb von einem Monat quasi auf euer Konto zurücküberwiesen. Alles klar. Wir haben jetzt einige Leute kennengelernt, die sind schon bereits nach Deutschland wieder zurückgegangen. Und da liegt es eigentlich nicht auf jeden Fall am Geld, ja. Aber es gibt einfach andere Gründe, warum man auch gerne natürlich wieder nach Deutschland zurückgeht, ja. Das ist jetzt aber gerade nicht das Thema. Aber was ich damit sagen will ist, aktuell heute die Nachricht bekommen, es wurden 10% abgezogen. Von dem Restwert, was dann noch übrig war, wurden nochmal 10% abgezogen und diese Summe wurde überwiesen. Und dementsprechend viel, viel weniger als zugesagt worden ist. Und dann hat derjenige quasi heute seinen Kontostand gecheckt, dort dann angerufen und eine Liste bekommen und das war krass. Und deswegen wird da jetzt auch spätestens morgen noch ein Anruf folgen und vielleicht sogar nochmal ein Anwalt eingeschaltet. Weiß ich nicht, kann ich dazu nicht sagen. Ich bin sehr gespannt, wie es bei uns läuft. 10% von 246.000 türkische Lira. Das ist natürlich auch ein großes Problem, weil im Laufe der Zeit die Lira natürlich auch an Wert verliert. Wenn das jetzt, bei uns ist es auch fast ein Monat her, wenn das erst den nächsten Monat kommen würde, im nächsten Rechnungszyklus sozusagen, ja dann hat man vielleicht auch nochmal mehr Wertverlust. Ja, man hat ja eh schon 10% verloren und dann hat man durch den Lira-Verfall nochmal Wertverlust und dann, liebe Leute, auch noch ganz wichtig, hast du ja, wenn du nochmal zurückwechselst in Euro, nochmal den Verlust. Also als Ausländer hier in der Türkei, wenn du Euro in Tele wechselst und dann irgendwann wieder zurück in Euro wechseln willst, hast du immer Verlust. Und das ist auch ein Grund, warum ich persönlich keine zigtausende von Euros wechsel in Tele oder auch dieses Geld anlegen würde, was ich zurückbekomme, in Tele, angelegt mit 48 oder 50% Zinsen im Monat, beziehungsweise jährlich ist das ja, weil ganz klar, wenn ich das irgendwann in Euro wieder zurücktauschen möchte, habe ich extremen Wertverlust. Und dementsprechend kann ich das persönlich nicht so gebrauchen. Das ist eine Warnung, daran solltest du denken. Du wirst hier immer den Kürzeren ziehen und du musst immer, egal ob in Türkei oder sonst wo, du musst immer noch das Beste daraus machen, immer alles zu hinterfragen. Und wenn du natürlich um Preisverhandlungen geht, immer natürlich vorher nach Preisen fragen, wenn du an Autoreparaturen gehst,
Wenn du irgendwas anderes reparieren willst, immer ganz klar natürlich auch die Preise einholen. Des Weiteren auch noch war gerade bei uns eine Eigentümerversammlung und was soll man machen? Die Türkei ist wirklich ein teures Pflaster geworden. Die Welt ist ein teures Pflaster geworden. Und selbst auch das Management hatte gesagt, dass voraussichtlich die Preise noch weiter steigen werden. Die offizielle Inflation in der Türkei ist Stand heute 64%. Und es kann sein, dass sie wieder weiter steigt. Dementsprechend die Preise wieder nach oben gehen. Was heißt das wiederum? Die Lebenshaltungskosten in der Türkei werden weiter steigen. Das heißt, Privatschulen werden wieder teurer. Strom, Wasser haben wir jetzt eine Rechnung bekommen. 450% Aufschlag, pauschal, richtig heftig. Und Strom, das erste Mal gestern war ich bei über 3.900 türkische Lira. Das heißt, das erste Mal seit 3 Jahren für unsere 4- bzw. 5-köpfige Familie im Monat Strom über 100 Euro. Ich weiß, kein Vergleich zu Deutschland sicherlich, aber für türkische Verhältnisse ist das schon extrem krass. Ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Lass mir deine Meinung auf jeden Fall da. Schreib das rein in die Kommentare, wenn dir das Video auch gefallen hat. Dein Statement, bist du vielleicht schon wieder zurück ins alte Heimatland oder bist du hier, kämpfst du dich durch, gehst du hier arbeiten, machst du alles, damit du hier bleiben kannst oder eben sagst du, okay, ich ziehe die Reißleine, mir reicht das. Oder wie bei uns jetzt hier, es wird Tag und Nacht übertrieben gesagt gebaut. Ja, dass man vielleicht erstmal das Land verlässt, dass man eine gewisse Zeit rausgeht, erstmal um zu schauen, wie ist es in deiner Situation mit Kindern. Lass uns gerne austauschen in den Kommentaren. Ich freue mich drauf, wenn du ein bisschen was dazu schreibst, deine Erfahrung weitergibst und ich freue mich auch, wenn du in den Videobeschreibungen reinschaust. Dort findest du verschiedene Links. Dort kannst du mich auch ganz einfach unterstützen, diesen Kanal unterstützen, indem du zum Beispiel Mitglied wirst auf diesem Kanal. Wir haben 3 verschiedene Stufen. Das ultimative Mitglied, das kannst du werden, wenn du mit mir monatlich ein persönliches Gespräch haben möchtest, ein Videocall oder auch ein Telefonat, wo du dringend auch gerne mit mir in Kontakt stehen möchtest oder sein willst, auch in Zukunft. Und dort hast du dann die Möglichkeit, mit mir einfach Kontakt aufzunehmen. Des Weiteren noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache. Du hast hier bei uns bei iTransform.de, Link in der Videobeschreibung, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß, der Sommer ist so langsam vorbei. Wir gehen in den Winter wieder hinaus und natürlich wird die Jahreszeit dunkler. Es wird kälter. Erkältungsbeschwerden könnten wieder vermehrt zunehmen. Es ist nicht Angstmacherei, es ist einfach der normale Weg und deswegen schütze ich mich bzw. sorge vor, indem ich zum Beispiel einfach meine Nahrungsergänzungsmittel hochfahre. Vitamin D, K2, Magnesium, OPC, Vitamin C, der absolute Klassiker und vieles mehr findest du bei uns. Und ich freue mich da, wenn du da mal vorbeischaust. Wir haben kostenlosen Versand. Wir haben ab 80 Euro ein Gratis-Produkt dazu. Du hast den besten Kundensupport ever. Und dementsprechend freue ich mich auch auf dein Feedback. Wenn du Fragen hast, einfach über den Shop die WhatsApp-Funktion anklicken und deine Fragen und mehr stellen. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach, kein Problem. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bleib gesund und munter. Beste Grüße aus Alanya.